Ja, also wir sind am Ende angelangt, auch schon von unserer Zeit, deswegen möchte ich das auch ganz kurz machen, aber ich möchte Ihnen auch noch mitgeben, was wir vor allem heute Morgen in der englischsprachigen Konferenz gehört haben, über Therapiestudien, die laufen. Es wurden insgesamt 11 Therapiestudien, die Ergebnisse vorgestellt, davon 5 placebo-kontrollierte Studien, deren Ergebnisse jetzt auch erstmals vorgestellt wurden. Ich habe das jetzt versucht, in der Kürze der Zeit einigermaßen übersichtlich zusammenzustellen. Das ist die MuFlame-Studie, die Valentina Puntmann gestern schon vorgestellt hat. Ist eine randomisierte Studie, spezielle Untergruppe von Post-Covid-Patienten, die im MRT auch Zeichen haben für eine Herzentzündung. Das ist wohl gar nicht so selten. Und das Schöne ist, das Ergebnis ist positiv. Das ist eine große Studie mit 2x139,40 Patienten. Und sie hat also gezeigt, dass verschiedene Parameter sich verbessert haben, nicht nur die Herzfunktion, sondern auch Entzündung. Und das ist im Druck, das heißt, das wird also bald erscheinen in Nature Communications und wird dann eine Behandlungsmöglichkeit sein, die in Ergänzung zur Verfügung steht. Und sicher wird man auch in Zukunft bei Menschen, die Herzschmerzen zum Beispiel haben, auch genauer dann schauen sollen mittels MRT. So, dann kommen wir zur CFS-Care-Studie. Das ist eine große und wichtige Studie, die wir schon vor der Pandemie begonnen haben, die vom Innenfonds auch gefördert war und in der wir nochmal geschaut haben, was kann eine symptomorientierte Versorgung von ME/CFS-Betroffenen leisten. Und wir haben die Patienten eingeschlossen, entweder in einen Behandlungsarm, den wir Intervention genannt haben, wo das Herzstück war, auch eine Reha speziell auf ME/CFS angepasst in der Bavaria Klinik oder eine Kontrollgruppe, die, wie wir es momentan leider handhaben müssen, bei uns zwar diagnostiziert wurde und dann eine Therapieempfehlung bekommen hat, die aber vom Hausarzt umgesetzt werden musste, weil wir lange Wartezeiten haben, sodass wir das also selber gar nicht leisten können. Und das erschütternde Ergebnis ist, wir haben keine Verbesserung gesehen über den Verlauf von 12 Monaten, weder bei der Interventionsgruppe noch natürlich auch nicht bei der Kontrollgruppe innerhalb oder unter der. Wenn wir die Gruppen verglichen haben, haben wir auch keine Unterschiede gesehen, obwohl die Rehabilitation, also die haben sich wirklich sehr in Kreischer auch bemüht, das speziell auf ME/CFS anzupassen und das ist auch sehr positiv bewertet worden. 75% sagten, dass ihnen das auch geholfen hat im Krankheitsmanagement, aber wir haben auch bei der Kontrolluntersuchung nach der Reha gesehen, dass sich 44% verschlechtert hatten und nur 13% verbessert hatten. So, und das hat ganz wichtige Implikationen. Also Reha muss wirklich in Zukunft sehr kritisch geprüft werden, die sogenannte Reha-Fähigkeit, bevor man jemanden, der an ME/CFS erkrankt ist, in die Reha schickt. Und insbesondere darf man das auch nicht mehr zur Voraussetzung machen, dann zum Beispiel für eine Rente. Die ist auch eingereicht. Diese Studie wird hoffentlich auch bald veröffentlicht, werden sie auch als Preprint jetzt in den nächsten Wochen zur Verfügung stellen bereits. So, dann kommen wir zur Studie von Louis Nakul, das ist diese große kanadische Studie, die auch schon erwartet wurde. Die haben Low-Dose Naltrexon geprüft, auch Placebo kontrolliert bei 71, also 66 Patienten. Und hier sehr enttäuschend, es gab keinen Unterschied in der Fatigue. Allerdings sind viele andere Parameter auch noch nicht ausgewertet und wir wissen, dass die Fatigue besonders schwer oft zu behandeln ist und wir setzen LDN auch primär ein zur Schmerzbehandlung und unsere Behandlerevidenz ist, dass es für viele Betroffene oder zumindest für einen Teil der Betroffenen ein Medikament ist, das auch einen sehr guten Benefit hat. Aber es ist auch ganz klar, es ist keine allgemeine Therapieoption bei Post-Covid-Syndrom. Und wir müssen also jetzt einmal noch warten auf die Untergruppenanalyse von Louis Nakul und dann läuft eine 4-armige placebo-kontrollierte Studie speziell bei ME/CFS in den USA, wo auch noch Mestinon in einem weiteren Arm verglichen wird und wo es Ende des Jahres auch Ergebnisse erwartet werden. Øystein Fluge hat sein Update vorgestellt zu seiner ersten Daratumumab-Studie.
hatten es ja schon gesehen, wir hatten 6 dieser 10 behandelten Patienten, die eine sehr, sehr gute Verbesserung hatten, auch hier im SF36 oder nach dieser Behandlung. Das war die Grundlage für eine Phase 2, auch placebo-kontrollierte Studie, die in Bergen momentan durchgeführt wird. Und Øystein hat auch nochmal sehr spannende Ergebnisse vorgestellt und hat gezeigt, dass das Ansprechen auf Daratumumab davon abhängt, ob die Patienten vorher Autoantikörper haben. Das ist die mittlere Gruppe, die also angesprochen haben, und verglichen mit denen, die nicht angesprochen haben, die hatten im Mittel niedrigere Antikörper, aber was auch ganz wichtig ist, man hat dann auch gesehen, die angesprochen haben, da haben sich die Antikörper dann auch deutlich abgesenkt. Also auch das nochmal ein klarer Hinweis für einen Autoantikörper vermittelten Mechanismus. Dann wurde eine weitere NKSG-Studie von Lukas Arum vorgestellt. Das war die Studie, die wir mit mittelhochdosiertem Methylprednisolon speziell für Patienten mit neurokognitiven Einschränkungen bei Post-Covid durchgeführt haben, auch in der NKSG-Studienplattform. War eine ganz wichtige Studie. In der Anfangsphase der Pandemie haben ja viele Patienten auch Methylprednisolon bekommen, und diese Studie ist klar negativ. Auch in den sekundären Outcomes gab es also keine Verbesserung bei denen, die Methylprednisolon bekommen haben. Es gab aber einige Nebenwirkungen, und das ist in dem Sinn eine wichtige Studie, dass das in Zukunft so nicht mehr eingesetzt werden soll. So, dann hatten wir David Putrino zugeschaltet aus New York, Mount Sinai. Und David hat viel Unterstützung auch von Spendengeldern und führt also eine Reihe von Studien durch, die ich jetzt hier nicht alle wiederholen möchte. Zum Beispiel hat er auch eine placebo-kontrollierte Studie zum Rapamycin. Da zeige ich gleich nochmal die Ergebnisse aus dem Cimarron, was aber er uns schon gezeigt hat. Das sind 2 Studien. Das sind erstmal nur kleine Beobachtungsstudien, die aber beide auch schon veröffentlicht sind. Das eine ein ganz spannender Ansatz mit einem neuen Form, sehr effiziente Mikrotesla-Magnettherapie. Die Patienten bekommen also einen Reif auf den Kopf gesetzt, täglich für eine Stunde etwa. Und diese Studie ist bereits als placebo-kontrollierte Studie durchgeführt worden, und es hat sich eine deutliche Besserung der Kognition gezeigt, auch der emotionalen Gesundheit. Es ist eine Multicenter-Studie angelaufen in den USA. Die Firma Farion hat uns auch angefragt, ob wir die auch in Deutschland machen wollen. Wir schauen, ob wir das möglich machen können. Und er hat eine zweite Studie vorgestellt. Das ist wirklich eine ganz kleine, offene Studie gewesen. Dort sind die Patienten behandelt worden mit Valtrex, Celebrex und Paxlovid oder nur Valtrex und Celebrex alleine. Und man hat in beiden Armen gesehen, dass sich die Fatigue verbessert hat. Das zeigt diese untere Abbildung mehr, wenn Paxlovid noch dazugegeben wurde. Die Details kann man auch bereits nachlesen. Das ist ganz aktuell veröffentlicht worden in Frontiers in Immunology. Und dann diese sehr vielversprechenden ersten Daten aus Cimarron. Gunnar Gottschalk war leider auch nicht bei uns. Er hat sich gerade Arm und Bein gebrochen. Aber er hat das auch also per Video vorgestellt. Die erste Studie ist ja auch schon veröffentlicht, in der er gezeigt hat, dass niedrig dosiertes Rapamycin nur einmal in der Woche in einer ganz niedrigen, also nicht immunsuppressiven Dosis gegeben bei vielen Patienten zu einer Verbesserung auch einer Vielzahl von Symptomen geführt hat. Und die haben jetzt auch nochmal eine zweite offene Studie gemacht, die ist auch schon abgeschlossen, ist auch schon im Review, und sie haben dort nochmal die Daten bestätigt und haben auch gezeigt, dass also die allermeisten angesprochen haben hier, nur 3 haben nicht angesprochen in der Gruppe, die ein Infekt getriggertes ME/CFS hatten, und 7 nicht angesprochen in der Gruppe, die nicht nach einer Infektion erkrankt sind. Und wie gesagt, die Studie als placebo-kontrollierte Studie läuft gerade in New York, und wir hoffen auf eine positive Phase-2-Studie, hoffentlich dann ein weiterer Kandidat für die GBA-Liste. Und dann kam noch diese Studie, die auch gleich kontrovers diskutiert wurde, die wurde auch auf der NKSG-Plattform durchgeführt in der Neurologie. Es war eine placebo-kontrollierte Phase-2-Studie, und das, was heute vorgestellt wurde, die vorläufigen Ergebnisse, auch im Hinblick auf die Fatigue, waren negativ. Das heißt, es haben nicht alle Patienten diese Immunadsorption abgeschlossen. Es waren nur ungefähr 80%, die ausgewertet werden konnten bezüglich des primären Endpunkts. Das war erstmal negativ. Die Subgruppenanalysen wurden noch nicht gezeigt. Ich erlaube mir aber trotzdem schon mal einen Hinweis auf die Biomarkerdaten, die wir schon haben, weil die auch so wichtig sind für die Einordnung.
Und diese Biomarker-Plattform in der NKSG, die ist ja so ein Herzstück unserer Studienplattform, weil wir wissen ja auch, wir haben es ja mit einer heterogenen Erkrankung zu tun. Das gilt genauso für Post-Covid. Und wir müssen einfach wegkommen, dass wir immer so eine große Gruppe von Patienten mit unterschiedlichen Krankheitsmechanismen behandeln. Es gibt schon eine Reihe von negativen Studien und wir werden, fürchte ich, sonst noch immer mehr produzieren. Und das ist eine Verschwendung von Ressourcen und natürlich auch eine unnötige Belastung der Betroffenen. Kurzum, wir haben jetzt inzwischen gelernt, dass wir hier für ME/CFS 3 immunologische Subtypen haben. Das sind Ergebnisse dieser NKSG-Plattform, wo wir also viele Patienten haben, die mit unterschiedlichen Therapien behandelt wurden. Und das sind diese umfangreichen Analysen mit diesen modernen Multi-Omics-Verfahren. Da gehe ich jetzt gar nicht im Detail drauf ein. Auf jeden Fall, es zeigt sich, ME/CFS hat einmal eine Gruppe, wo das Immunsystem sehr stark hochgefahren ist, eine, wo es mittelstark hochgefahren ist und eine, wo wir keine Entzündung sehen. Und wenn wir die Patienten vorselektionieren für die Immunadsorption nach erhöhten Beta-2-Rezeptor-Antikörpern, wie wir das in diesen Immunadsorptionsstudien gemacht haben, die Elisa gerade vorgestellt hat, die wir eben gemacht haben, um genau auch diese Mechanismen besser zuzuordnen und um damit dann wirklich vernünftige Studien zu machen. Wir sehen also, dass die Beta-2-Rezeptor-Positiven nur in eine dieser beiden immunologischen Subgruppen fallen und dass die angesprochen haben, das waren in unseren Studien 70%, dass die alle in diese Gruppe fallen, die eine mittelhohe Entzündung hat, die aber typische Veränderungen haben, sogenannte Germinal Center B-Cells und Follicular Helper T-Cells, um jetzt mal hier so 2 Schlagworte in den Raum zu werfen, die wir typischerweise sehen bei Erkrankungen, bei denen Antikörper krankheitsrelevant sind. Und genau da sehen wir jetzt auch das Ansprechen auf Immunadsorption. Das sind die Patienten, die jetzt auch in die B- und in die Plasmazellstudien behandelt werden. Und wenn wir mal gucken, was hat die Gruppe in der Neurologie gemacht, die hat leider nicht diese Kriterien verwendet. Da konnten wir uns nicht durchsetzen, sind ja natürlich auch unterschiedliche Interessen. Und in dieser Gruppe sind nur 40%, die diesen Phänotyp haben. Und wenn man sich die Subgruppenanalysen anschaut, dann gibt es da durchaus auch ein Signal, dass die auch angesprochen haben. Aber die Fallzahl war zu klein für ein positives Ergebnis. Ist sehr schade, weil uns das jetzt auch nicht wirklich weiterhilft oder vielleicht auch doch. Ich denke, diese zusätzlichen Biomarkeranalysen sagen uns auch bei diesen negativen Studien viel. Das werden wir auch bei der POCOVID-Studie uns sehr genau anschauen, was wir da an Untergruppen sehen und welche Rolle wirklich diese einzelnen Entzündungsmarker spielen. Und das hier hatte ja Marie auch schon gezeigt. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, es gibt auch noch einen Übersichtsvortrag, wer es genauer wissen will, im PAIS-Care-Netzwerk nachzuhören zu diesen 4 Medikamenten. Und damit sind wir jetzt am Ende. Und ja, es war eine tolle Konferenz. Wir haben viel gelernt und es war auch ein toller Austausch. Und ich glaube, wir gehen zuversichtlich den Weg weiter, Forschung zu machen, Medikamente zu entwickeln. Und im nächsten Jahr werden wir wahrscheinlich dann schon wieder viele neue Dinge hören.